darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Also, Schande auf mein Haupt, wirklich, es tut mir unfassbar leid. Ich habe es am Anfang nicht geschafft, den Start zu filmen und euch zu zeigen, gegen welche Devs wir haben. Aber das, was ihr im Video sehen werdet, das haben wir die ganze Zeit geforst. Also, das war ausschließlich dort. Es gab ab und zu so ein paar Silvias. Ich zeige euch mal kurz, was noch so über ist. Der letzte Rest, also sowas hier hatten wir. Das ist natürlich, ganz nett. Dagegen habe ich schon mal benutzt, hier Windhundemädchen mit, Rakuni und, ähm, Cassandra, Feuer Cassandra. Funktioniert. Auch wenn er, mit seinem Dings da jetzt nach dem, Buff, also nach dem BP, weiß ich noch nicht. Ja, 4 Sterne sind die gleichen wie immer. Also hier dasselbe, haben wir dasselbe geforst. Hier gab es, ja, ah, werdet ihr sehen im Video. Das haben wir einfach die ganze Zeit angreifen müssen. Und hier gab es dann sowas. Das ist jetzt, auch neu so. Das haben die nachträglich reingefügt. Aber im Großen und Ganzen, das, was ihr sehen werdet im Video, das haben wir die ganze Zeit über die ganze, ja, über das ganze Spiel leider angreifen müssen. Jetzt ist ja schon der zweite Tag und die haben jetzt noch ein bisschen was ausgepackt. Ich weiß nicht, vielleicht, weil der BP jetzt schon raus ist. Und beim nächsten Mal gucke ich, dass ich direkt wieder vom Anfang an aufnehme. Wie ich ja bereits am Anfang erzählt habe, war ich leider nicht beim Auftakt dabei. Deswegen zeige ich euch das jetzt einfach mal kurz so, wie ich den Attack halt gemacht habe, damit ihr das auch seht. Manchmal kommt es halt leider dann vor, dass ich das nicht, von Anfang an aufnehmen kann, weil ich habe den Attack halt von meinem Handy gemacht. Natürlich hätte ich das dann auch so aufnehmen können, aber ich war in Eile. So, fertig. Ich kann es ja euch auch so zeigen. Also, ich sage, ganz ehrlich, in dem Fall habe ich, doch, ich habe den Shahad gesniped, ja, genau. Ich hatte die ganze Zeit, ich weiß nicht wieso, die ganze Zeit im Kopf, dass ich die Lami gesniped habe. Aber jetzt, wo ich das wieder sehe, war das doch das Richtige. Das Einzige an der Sache ist, es dauert halt unfassbar lange. Aber na ja, Molly raus, fertig. Und dann haut ihr einfach nur noch die Lamiela raus. Und dann hat sich die Sache. Also ich, ja, fand das eigentlich ganz gut. Ihr könnt das natürlich, ich weiß nicht, ich würde da wirklich nicht empfehlen, die Lami als erstes rauszunehmen. Macht einfach eure Units tanky. Außer die Kami, die könnt ihr wirklich auf Crit Rate spielen. Aber ich finde den Shahad da wirklich schlimmer, wenn ich ehrlich bin. Gut, da kann ich euch jetzt leider nichts Neues zeigen. Wir hoffen ja mal, dass jetzt nach dem BP diese Meta verschwinden wird und wir endlich etwas Neues abbekommen. Damit kam ich am besten klar und, ich hatte noch ein 2 andere, die ich mir geruht habe. Die fand ich aber jetzt nicht so gut, wenn ich ehrlich bin, wie das hier. Natürlich, die konnten alle schiefgehen, aber, ja, was soll ich sagen? Das war vollkommen okay. Also, ich hatte Glück gehabt, dass am Anfang alle den Death Break bekommen haben. Ab und zu habe ich dann auch leider das Problem gehabt, dass ausschließlich die Shiva oder nur der Rakuni den Death Break bekommen haben. Aber das ist gar nicht so schlimm gewesen, weil ich, natürlich optimiert habe und die Units dann wirklich so tanky gemacht haben, dass die 'n Hit ausgehalten haben. Wenn natürlich, warum auch immer, irgendwelches RNG im Spiel war, ja, kann man dagegen auch nicht viel machen. Aber so lief es eigentlich, relativ gut. Ich meine, ihr habt das Intro gesehen, was passieren kann. Bleibt auf jeden Fall dran, damit ihr genau seht, was noch danach passiert ist. Das ist natürlich echt, ja, komisch gewesen. Also, ich habe echt wirklich gedacht, jetzt, ist ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es hat mich sprachlos gemacht. Es hat mich wirklich, wirklich sprachlos gemacht.
Aber ansonsten, ja, leider hat Morris absolut gar keinen Nerf bekommen, wie wir das schon predicted haben. Finde ich persönlich nicht gut. Er hätte 'n minimalen Nerf eventuell bekommen müssen. Dass Schumacher jetzt, na ja, so extrem genervt wurde, ist ja schön und gut, aber, so wie ich immer wieder gesagt habe, meiner Meinung nach war nicht der Schumacher das Problem, sondern definitiv der Morris. Und der ist, absolut glimpflich davongekommen. Finde ich, schade drum, weil wir weiterhin dann Morris-Deaths jetzt sehen werden. Hoffentlich nicht mehr so extrem wie diese. Das war ja wirklich, ja, bodenlos. Aber gut, das war, wie ihr seht, nicht das Replay, was ihr am Anfang gesehen habt. Also müsst ihr noch ein bisschen dranbleiben und euch gedulden. Wie ich ja bereits am Anfang gesagt habe, war ich ein bisschen spät mit der Aufnahme, aber gegen diese Dev haben wir zum Beispiel, fast ausschließlich gekämpft. Da waren jetzt noch ab und zu ein paar Silvias dabei oder so. Aber das war so das Ding, wogegen wir wirklich, die ganze Zeit gekämpft haben. Ich habe euch ja eben schon meinen ersten Attack gezeigt. Da habe ich ja Robo, Konrad und Kami genommen. Und, hier habe ich dann so genommen, ich wollte das halt in mehreren Varianten machen. Natürlich, wäre das auch ganz stupide gegangen, wenn ich einfach nur, Wasserrobo, Konrad X machen würde. Zeige ich euch natürlich alles noch so und, sage euch immer dann dazu eine Abwandlung noch. Aber ich wollte es ein bisschen abwechslungsreicher haben und wollte euch auch ein bisschen noch was anderes zeigen, was man noch benutzen kann. Deswegen finde ich das ganz in Ordnung. Man hätte eventuell rein theoretisch auch noch, wenn man jetzt keine Kami mehr über gehabt hätte, eine Tetra nehmen können, aber die hätte dann wirklich auch extrem tanky sein müssen. Meine Kami, habt ihr ja gesehen, die war jetzt, auf Crit Rate und auf Destroy, einfach aus dem Grund, wenn ihr der Lamiela, HP zerstört, dann macht die weniger Schaden und, deswegen habe ich die Units dann alle auf Destroy gemacht, damit sie einfach weniger Attack machen und ja. Das ist bei dem Shard genau dasselbe. Da habe ich das auch so gemacht, dass ich den dann danach geforst habe und das Destroy halt super gut funktioniert hat. Ich hätte gerne mehr von dem. Ich habe leider nur einen einzigen. Ich horte die Dupes ja so weit wie es geht, und so weit wie sie auch Sinn machen im Siege. Ähm, deswegen vielleicht kriege ich ja demnächst noch einen. Den kann man immer wieder ganz gut einbauen in dieser Konstellation, wenn man einfach einen, Windtank braucht und der Rest dann der Main Damage halt das Wind-Unit ist, dann passt das. Also, von daher, ja, jetzt einfach nur noch die Molly rausnehmen und fertig. Das ist gar nichts mehr. Das dauert dann einfach ein bisschen. Bei dem Konrad-Robo-Team, da kann man natürlich, relativ schnell das machen. Ich habe aber beim ersten Mal auch, leider gemisplayt, wie ich gesagt habe, aber so war es einfach. Und genau deswegen habe ich auch jetzt noch mal das da ausgewählt. Den Dominik kann man auch ganz gut nehmen, weil der auch einen brutal guten Schaden raushaut und, schnell die HP zerstören kann. Natürlich leider nicht so sehr wie der Schad, aber es ist vollkommen okay. Also, deswegen, wir haben ja auch noch die 2 Wind-Units dabei, die dann, weniger Damage nehmen von der Lami auch. Und ich meine, schaut mal, mein Dominik, der hatte einfach Lust gehabt und, wir haben schon so viel HP zerstört. Das ist eigentlich, sehr, sehr gut. Die dürfte jetzt nicht mehr so viel Schaden, ja, seht ihr, die hat jetzt nicht mehr so viel Schaden gemacht. Ich habe es einfach schon direkt predicted, bevor sie es gemacht hat. Ähm, aber ja, zerstört ihr einfach die HP und, fertig ist das. Also, es gab natürlich auch ein paar Leute, die ich gesehen habe bei uns, die haben den, Feuerbjörn genutzt. Der zerstört ja auch die HP. Ich weiß nicht, da hätte ich ein bisschen Angst gehabt wegen der Lamiela, dass die zu viel Schaden macht auf Feuer und so weiter und so weiter. Wenn der dann halt nicht vorher dran ist,
die HP nicht zerstört. Ich weiß nicht, das war mir 'n bisschen zu kritisch. Also, ich wollte euch da halt einfach wirklich zeigen, was man alles so benutzen kann. Ähm, Da ist halt einfach kein Limit sozusagen und, 'n paar mehr Dupes davon wären ganz gut. Also, ich habe, jetzt 4 Kamis mittlerweile. Ich hätte eigentlich, glaube ich, schon 6 gehabt. Das war echt blöd. Nach dem Nerf damals von ihr habe ich, 2 geopfert. Aber, ähm, wie ich gesagt habe, man kann auch 'ne Tetra da reinstellen, im Bestfall. Man kann, ach ja, alles Mögliche, was tanky ist und, wassermäßig als Tank fungieren kann für den Chart. Das ist halt das Key, was wir da brauchen. Ansonsten habe ich euch ja bereits gesagt, ihr könnt Wasserrobo Konrad X benutzen. X bedeutet, ihr könnt da Kami reinsetzen, ihr könnt dort Wosa einsetzen, ihr könnt Gapso einsetzen. Alles, was gut so ein Schild auch destroyen kann und auch schnell HP zerstören kann. Bei dem Wosa ist es halt mit dem S2, bei dem Gapso mit dem S2. Das könnt ihr alles richtig gut benutzen und könnt es dann durchspammern. Und, ja, das ist dann einfach Ausspielen am Ende. Aber ich habe am Anfang, wie ihr gesehen habt, habe ich die, Lami rausgenommen. Das würde ich nicht mehr machen, wenn ihr das mit Konrad und Robo spielt. Nehmt dort den Shahat einfach raus. Nehmt den raus und dann habt ihr eigentlich eure Ruhe, weil, ihr macht ja das dritte Unit auf Destroy und das funktioniert schon. Das funktioniert irgendwie immer. Also, deswegen, ja. Das ist jetzt einfach nur Ausspielen, was ihr hier nebenbei seht. Keine Ahnung. An sich ist die Dev ganz gut, weil, ja, zu snipen ist es halt echt schwer. Ich habe wirklich überlegt, womit man das snipen könnte. Aber erstens, wenn man die, also die Lami und den Shahad snipen möchte, dann hat man immer noch das Problem, dass die Molly mit ihrer Passive dabei ist. Wenn man die Molly snipen möchte, ist auch okay und, noch, keine Ahnung, Lami oder Shahad. Das geht dann natürlich auch, aber dann lässt man das dritte Unit drinne, was dann im Fall der Fälle Solo machen könnte und, na ja, im Prinzip könnte man eventuell die, Molly snipen und dann noch die, Lami snipen und den Shahad stehen lassen. Das könnte eventuell gehen, wenn ihr den, Wind, hier Praline nehmt, Sonja und, Claire zum Beispiel. Dann sniped ihr einfach die Molly first. Auch ich kann Chris Snipe spielen, wenn es mal schnell gehen muss und, wir brauchten das dringend. Die haben nämlich dort eine neue, auf einfach mittendrin hingestellt und wir wollten den Tab halt einfach nicht verpassen. Jetzt, musste ich dann einfach rein und hoffen und beten. Ich habe dann da, das Problem gehabt, dass auf beiden der Deathbreak war, aber der Hund war auf Will und ich wusste erst mal wirklich nicht, was ich dann machen sollte. Deswegen, ich fand es eigentlich am sinnvollsten, natürlich hätte ich jetzt auf den Rex gehen können, aber ich fand es am sinnvollsten, den Hund definitiv zu snipen, weil ich 'n bisschen Angst hatte, wirklich, dass der, Rex halt einfach nicht stirbt. So, also von daher, ich meine, das wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn meine Chris draußen gewesen wäre. Die beiden hätten das eigentlich ganz gut solo gemacht. Von daher passt das. Ich war dann auch wirklich erleichtert. Ich spiele es halt sehr ungerne. Ganz ehrlich, da ist so viel Potenzial zu verlieren und das würde ich jetzt auch niemandem großartig, dauerhaft empfehlen, das zu benutzen. Wirklich nicht. Würde ich nicht machen, wenn es nicht sein muss. Und ich habe ja gesagt, Abwechslung, deswegen habe ich jetzt mal gedacht, wir nehmen den Feng mit, und spielen das dann auch so. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe 4 Kamis, das heißt, die Variationen sind riesig und, ja, da ist halt wieder absolut derselbe Call, ähm, Lamielas HP zerstören. Das wollen wir halt einfach. Jetzt schaut mal, guckt euch das an. Das war doch dreist, oder? Also, als das gewesen war, habe ich ganz kurz gedacht: „Boah, ich werde nicht mehr.“
Das ist wirklich er hatte einfach 4 Turns gehabt und der macht halt 'n Bombenschaden auf die Kami, ne? Das müssen wir wirklich sagen. Der macht echt 'n guten Schaden und, ja, ich weiß nicht, das ist keine Ahnung, mir fehlen die Worte, ich bin sprachlos. Ähm, Ihr habt's selber gesehen. Und dabei ist er auch noch auf Destroy und, irgendwie hatte ich dann das Gefühl, Feng war nicht die richtige Wahl. Der Feng kam einfach nicht so gut durch, wie, die anderen beiden das gemacht haben. Also, der Dominik und auch der Shahad, die haben beide viel besser performt, finde ich. Da hat der Feng echt mau ausgesehen. Für mich persönlich, hat es sich mit ihm nicht so gut angefühlt und, ich meine, es war sowieso schon durch die Procs am Anfang diese 4 Turns von dem Chart und jetzt wieder also, der hat dauerhaft geprockt. Das war wirklich nicht schön und, aber was sagt ihr immer alle? Die Procs müssen sein, damit die Devs funktionieren, damit die Devs überhaupt Wins holen. In dem Fall stimmt es, diese Dev hat kein ähm, Potenzial, wenn ich ehrlich bin, wenn sie nicht prockt. Diese Dev hat ausschließlich Potenzial, wenn sie prockt ohne Ende. Fertig. Ihr könnt sonst am Anfang da reingehen, tut die Lamiela destroyen oder nimmt den Shard raus oder wie auch immer, ansonsten ist da gar nichts mehr. Deswegen, diese Dev lebt von den Procs. Leider Gottes hat sie das bei mir, wie ihr seht, kurzen Prozess, da brauchen wir dann auch nicht länger drinne bleiben. Ich habe dann auch nicht weiter da muss man dann einfach weitermachen. Krone richten, aufstehen, fertig. Und dann geht man einfach in die nächste. Ich wollte dann irgendwann natürlich auch meine Hits raushaben, ne, weil ich konnte das einfach nicht mehr sehen und es ist dann auch einfach langweilig, die ganze Zeit dasselbe zu zeigen. Das hat mich jetzt extrem durcheinandergebracht. Ich habe einfach die komplette Dev outspeedet und, das war halt irgendwie blöd, echt blöd. Ich weiß es auch nicht. Ja. Und der Ren hat einen Damage gemacht, das war schon echt wirklich nicht mehr lustig. Der hat so einen Damage gehauen auf mich. Also, ja, es sieht schon echt sehr kritisch aus und, keine Ahnung. Also, normalerweise würde ich da auch eigentlich was Besseres nehmen. Ich habe gar keine Ahnung. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum ich das genommen habe. Ähm, Ich weiß nicht, braucht man auch keine Ausreden machen. War dumm von mir, war wirklich, wirklich dumm. Ich habe nicht überlegt. Es hätte weitaus bessere Offs gegeben, die ich hätte nehmen können. Ich habe nicht überlegt, dumm gelaufen. Schaut euch mal noch Moment, wir haben jetzt noch den Rennen draußen, es ist wirklich noch winnable. Ähm, Hat mich dann noch ganz kurz hochgehalten, aber jetzt schaut euch mal an, sie ist dran. Das war super und der Proc. Shit happens. Was soll man machen? Aber ungelogen, es ist einfach so, es war mein Fehler, es war dumm, dass, den ersten Los mit der Kami und dem Feng, ja, da muss ich definitiv auch sagen, der Feng war eine super doofe Wahl. Ich hätte dann einfach schon weiter switchen müssen auf Konrad Robo X. Ich wollte euch halt einfach noch weitere Variationen zeigen. Also, streicht raus, Feng ist keine gute Wahl und Kami ist als Tank jetzt auch nicht immer super gut. Wenn ihr sowas wie 'n Dominik oder 'n Shahad dabei habt ja, 'n Shahad dabei habt, dann könnt ihr das benutzen, weil dann seid ihr schnell. Mit 'nem Feng seid ihr nicht schnell genug. Und jetzt bei dem Los ist definitiv mein Fehler gewesen. Missplay und, also nicht Missplay, sondern einfach falscher Off. Kann passieren. Und da ich ja dann wusste, wie das läuft, dass ich die outspeede, dass die langsam waren ohne Ende und wir den Tap definitiv brauchten, bin ich dann ganz schnell mit 'nem Snipe da rein. Ich hatte am Anfang halt einfach, keine Ahnung. Das hätte ich von Anfang an nehmen müssen. Wirklich. Also, ich weiß ja auch nicht, wie ich auf diese Idee kam. Wirklich. Keine Ahnung. Kann ich euch nicht beantworten, diese Frage.
Ich hätte von Anfang an mit 'nem Snipe da reingehen sollen und, fertig ist es. Wäre kein Lose dann für mich gewesen. Aber man lernt, ne? Aus Fehlern lernt man besser, wie als wenn man keine machen würde. Und man kennt das Sprichwort: „Wie der Phönix aus der Asche“, haben wir auch noch ein paar Sieges mehr, wo ich dann wieder andere Sachen benutzen kann. Hier haben wir dann genau das, was ich euch erwähnt habe. Das ist Konrad, Robo und Gapso. Anstelle der Kami, sage ich euch ganz ehrlich, finde ich persönlich besser, weil, ja, ihr habt noch mal 'n also, so 'n aktiven Sustain dabei und ich nehme in dem Fall wieder den Shahad raus. Ist vollkommen okay. Sollte da also, da ist dann immer das Ding, falls die, so viel Schild haben, dass ihr da nicht durchkommt, dann könnt ihr da Gapso S2 machen. Ich habe aber, da jetzt nicht S2 machen müssen, weil wir das Schild ja schon weg hatten. Deswegen konnte ich das an der Stelle benutzen und, ja, das ist vollkommen in Ordnung. Also, ich sage euch ganz ehrlich, die Units sind sehr, sehr tanky. Da hatte ich jetzt weniger Angst vor der Lamiella wie vor dem Shahat. Ich weiß nicht, ihr könnt mir das ja mal gerne schreiben, ob ihr dagegen auch schon mal gekämpft habt in dieser Konstellation, ob ihr diese Off kennt oder die Offs davor, die ich benutzt habe oder, wie ihr das machen würdet. Würdet ihr die Lamiella zuerst rausnehmen oder den Shahat? Wie würdet ihr das spielen? Erzählt mir das. Ihr wisst, ich mag eure Kommentare und, ich antworte auch super gerne auf eure Kommentare, deswegen schreibt mich einfach voll. Hauptsache, ihr schreibt mir dann dazu, was ihr benutzt, was ihr forcen würdet und. Also, feuerfrei. Das ist einfach nur noch ausspielen, wie ihr seht. Da kommt gar nichts mehr. Deswegen mag ich das so gerne. Das hätte ich euch dann auch einfach 5-mal zeigen können oder sowas, aber das wollte ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte euch ein bisschen Abwechslung zeigen, was man benutzen kann. Wir halten fest, Fang ist keine gute Idee. Wissen wir Bescheid. Also dagegen. Ich bin glücklicherweise bei meinem letzten Attack angekommen und, das war wieder ein Tap, den wir machen mussten. Also, das heißt, ich war in Eile, aber da war wieder der Fall, es war zum Glück der Death Break auf allen drauf und nicht nur auf Shiva oder Rakuni, aber die haben natürlich wieder ihr Bestes gegeben. Also, was soll man dazu sagen? Ihr habt's jetzt mittlerweile mehrfach gesehen und ich hoffe, das wird also wirklich Daumen drücken. Wir drücken wirklich die Daumen. Ich hoffe, das ist das letzte Mal, dass ich ein Video über diese Dev machen muss. Ich hoffe es, wirklich. Bitte stellt irgendwelche anderen Sachen. Ich kann das nicht mehr sehen. Es ist unfassbar langweilig. Wir haben so lange in dieser Meta, Zeit damit verschwendet. Wir haben oft gekocht. Wir haben uns neue Sachen überlegt. Wir haben gelost. Wir haben unsere Winrate nach unten gedrückt, alles Mögliche. Also bitte, 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 wir brauchen jetzt endlich neue Devs. Und haltet nicht an dieser blöden Dev fest, baut eure neuen Devs und fertig. Also, alles Weitere macht für mich keinen Sinn. Nach dem Nerf vom Schumacher jetzt ist er viel lastiger und jetzt auch der, Buff von der Shiva. Also, von daher finde ich persönlich, hat diese Dev kein Potenzial mehr. Also, nicht mehr so viel wie vorher. Deswegen schmeißt sie einfach weg und fertig. Ich spule euch das jetzt mal ein bisschen vor, weil, das dauert lange. Dieser Fight hat insgesamt 6 Minuten gedauert. Ich, spule euch das ein bisschen vor und halte dann, einfach wieder an, wenn es spannend ist.
Also, das waren wirklich viele, viele Momente des Bibberns und guckt euch das jetzt an. Wir müssen genau so, jetzt guckt mal, er stirbt. Das ist das, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Ich schwöre es euch. Ich habe gedacht, ich falle um. Ich habe wirklich gedacht, ich falle um. Echt, ich breche ab. Guckt euch das an, er stirbt und in dem Moment, wie lucky muss das sein, holt er den Rex zurück. Also, wirklich, das ist ich hoffe wirklich vorbei jetzt. Zum Glück habe ich das gewonnen, den Tag habe ich bekommen, aber ihr habt ja gesehen, ich habe es euch extra schnell gestellt, aber in der ganzen Zeit, gab es ein Full Revive vom ganzen Team. Es gab Procs ohne Ende. Es gab Revenge. Ja, der Schumacher war auf Revenge und er hat ungelogen, er war auf Vio Revenge, aber hat fast jedes Mal, wenn ich den angegriffen habe, hat er gerevenged. Also, ich muss echt sagen, Top 10 von 10. Diese Dev hatte Bock. Die hatte richtig Bock. Aber ich war einfach besser. So, wie ihr seht, sind wir Zweiter jetzt geworden. Der Siege ist jetzt vorbei. Wenn euch das natürlich gefallen hat, wie immer, ihr wisst es, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann hoffe ich, dass ich eventuell im nächsten Siege euch mal wieder was Neues zeigen kann. Ich mache mit euch die Kiste auf, wie immer. Ich hoffe nämlich, dass sich durch den BP jetzt ein bisschen was geändert hat. Und ich mache mal auf Pause. Und dass wir dann endlich wieder ein bisschen was Neues benutzen können, was wir vorher noch nicht benutzt haben. In meiner Kiste waren jetzt leider nur die Runen drinne. Ihr wisst, lasst mir Kommentare da, alles Mögliche. Ich freue mich aufs nächste Mal und danke fürs Zuschauen.